Freies Spiel auf der Trompete anhand von der Blues-Skala. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaika Trompetentraining. Freies Spiel auf der Trompete, das hatten wir schon einmal thematisiert anhand von der Pentatonik-Tonleiter. Ähnliche Töne brauchen wir auch bei der Blues-Skala. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten bei der Pentatonik auf C die Töne C, D, E, G, A und natürlich, wenn man auch weiter nach oben gehen möchte, kommen dann immer noch die gleichen Töne wie gerade eben genannt. Bei der Blues-Skala ändern sich jetzt einige Töne. Also wir sind wieder auf C aufgebaut, das heißt klingend auf B, gespielt als B-Bläser, eben aufgebaut auf dem Ton C1. Das heißt, wir haben folgende Töne: C1, S1, F1, Fis1, G1, B1 und dann kommt das C2 als Topton und dann die Töne abwärts wieder über B, G, Fis, F, S runter zum C1. Das heißt, wenn wir uns diese Töne bewusst machen, man kann sich natürlich auch aufschreiben, wobei ich bei solchen Sachen immer ganz gern auswendig spiele bzw. auswendig spielen lasse. Das heißt, wir spielen jetzt auf unserem Instrument genau diese Skala und das erste Mal natürlich langsam, damit wir ganz genau nachdenken können und nachvollziehen können, welche Töne auf unserem Instrument da klingen. Wir spielen es einmal aufwärts und dementsprechend auch abwärts. Los geht's! Allein diese Töne, wenn man schon spielt, klingt schon ganz ordentlich. Im nächsten Schritt natürlich die Geschwindigkeit erhöhen. Und im nächsten Schritt machen wir etwas Rhythmus, das heißt dieses typische breit, kurz, breit. Und da spielen wir jeden Ton jetzt zweimal eben genau in diesem rhythmischen Schema. Los geht's! Und so öfter man es spielt, umso sicherer wird man natürlich mit den Tönen, also mit dem Spielen und dem Umsetzen auf dem eigenen Instrument. Richtig spannend wird es natürlich, wenn ich mir einen Rhythmus dazu hole und dementsprechend den auch etwas laufen lasse, damit ich dann auch kreative Ideen entwickle, wie ich diese Skala, wir bleiben nur bei diesen Tönen, auch anderweitig spielen kann. Das heißt, ich spiele nicht immer nur von unten nach oben oder von oben nach unten, sondern spiele zum Beispiel auch solche Elemente, dass ich vom C zum S wieder nach unten zum C, zum F, zum C, zum Fis, zum C und so weiter und so fort. Also immer in Sprüngen nach oben ausbaue, bis ich eben oben dann beim B und dann zum C2 eben ankomme bzw. auflöse. Los geht's! Auch solche Spielereien kann man natürlich machen und dann kommt man auch schon ins Improvisieren rein. Und in einem nächsten Schritt nehmen wir natürlich wieder ein Keyboard zur Hand, beziehungsweise eine Drum Machine oder Rhythmen, die ihr auch auf anderen Internetportalen wie zum Beispiel YouTube und so weiter finden könnt. Nehmt einen Slowfox am Schlagzeug, lasst ihn langsam laufen und versucht dort die Skala nach oben, nach unten zu spielen und dann auch diese rhythmische Komponente mit reinzubringen und danach im nächsten Schritt ruhig etwas experimentieren. Wie klingt's? Welche Tonkombinationen passen gut und so weiter und so fort. Also im ersten Schritt ist es einfach eine sehr, sehr mutige Angelegenheit, sich ohne Notentext mit Tönen auf der Trompete zu beschäftigen und diese natürlich nur anhand vom Gehör versuchen in sinnvolle Kombinationen zu bringen. Wir machen das einmal, lassen den Beat etwas laufen, ich spiele euch nach oben, nach unten, mache dann auch den Rhythmus und lasse dann etwas die Töne laufen, das heißt, ich gehe dann schon etwas ins Improvisieren rein. Los geht's!
Und im nächsten Schritt, wenn man etwas versiert auf dem Klavier ist und die Töne natürlich schon gut auswendig kann, dann kann man sich noch als Begleittöne mit der linken Hand die Töne B, S bzw. B, F, S, B dazu nehmen. Das heißt, ich lasse den Rhythmus wieder laufen und versuche mich mit der linken Hand selbst zu begleiten und dementsprechend natürlich mit der Trompete, mit den Tönen etwas herumzuspielen. Los geht's! Und so kann man versuchen, natürlich mit der Blues-Skala auf C etwas herum zu experimentieren, etwas herum zu spielen, etwas herum zu jazzen und die ersten Schritte in diesem freien Spiel anhand von der Blues-Skala auf C zu gehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und schreib doch gerne in die Kommentare, wie es bei dir klappt, ob du dich dabei frei fühlst und genau wie du diese Übungen bei dir in deinem Üben umsetzt. Trompete spielen besteht ja immer, oder Trompete-Training besteht ja immer aus mehreren Faktoren, wie zum Beispiel der Technik, der Intonation, Klangübung, Einspielen und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir machen auch richtig große Fortschritte, wenn wir uns anfangen, vom Notentext zu lösen und eben dieses freie Spiel auch am Anfang experimentell in unser Üben zu integrieren. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.